Guten Tag, es ist wieder Zeit für eine neue Runde Amnesia The Dark Descent. Descent mit dem stummen H am Ende. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge die Brücke hier runtergelassen. Und wir gehen einfach mal in die Zisterne. Und auf die andere Seite kommen wir noch nicht. Drum geht's mal da lang. Er wartete, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, aber es zeichnete sich weder Form noch Konturen ab. Ich glaube, in dem Wasser rennt wieder so ein böses Vieh rum. You're conserving water from the spring. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like for drinking? Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water mills. Exactly. Genau, exactly. Spiegelt es von oben, ja. Ich traue mich nicht ins Wasser. Habe ich nicht gerade jemanden reden hören? Komm schon, ich will da hoch. Lass mich nicht ins Wasser. Ich gehe da echt ungern rein. Okay, dann gehen wir eben... Nee, das schaffen wir nicht. So, jetzt aber. Hat mir das was gebracht? Ein bisschen. Und hab... War das ein Vieh? Kanalisationswasser umleiten. 7th of August, 1839. There is no denying that Alexander puts a lot of faith into what I can only describe as magic. I'm not surprised. Even while traveling across Europe, I assumed I would have to embrace the supernatural to save my mind and life. As a novice, I do everything in my power to stay focused and not dwell too much on my own doubts. Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work. He was obviously excited to get going, and we headed downstairs to the old dungeon, where he preferred to attempt his rituals. It turns out that Alexander is a true Renaissance man, paralleled only by Da Vinci, I'm sure. He showed me several rooms fitted for specific research, such as anatomy studies, alchemy, and botany. The crown of Brennenburg must be the inner sanctum, a most hallowed ground, where we shall attempt to permanently banish the orb's shadow. Ah, okay. Die haben alle versucht. Die haben also versucht, den Schatten zu verbannen. Mir gefällt das nicht. Ich bin kein Freund von diesem Ort. Da will ich auch mal hin. Ich will wissen, was da drin ist. Ob da nur Wasser reinläuft oder ob ich da auch irgendwas holen kann. Ich komme so nicht hin. Nochmal. Ja, da und nochmal. Achso, ja, schau mal hier. Ein bisschen Öl, noch ein Zunderbuchse. Wasser tritt langsam in die Kammer ein. Sind da Leute drin? Klingt zumindest so. Next stop ist hier.
Dreh mal. Drehen, drehen. War das richtig? Ich denke mal schon. Ich habe so das Gefühl, dass gleich was im Wasser ist. Kanalisationswasser umleiten. 8th of August, 1839. I could never be certain until today that I was on the right path. Using my orb, Alexander managed to channel its power unto us. The inner sanctum flared with blue, fiery light, and I could feel the same things I felt in the dark chamber in Algeria. It was like standing in a mad whirlpool of impressions. It was terrifying. But Alexander kept calm and wielded strange tools of science in order to tame the storm. Suddenly, the blue light was stained by strains of red, and the walls burst with pulsating tissue resonating with the scene. Alexander quickly covered the orb in some cloth, and the unspeakable thing vanished. Apparently, the orb's shadow is closer than Alexander thought. He said I should prepare for a warding ritual tomorrow. I'm not sure what he expects, but I have a bad feeling about this. Kann ich verstehen. Kann ich voll und ganz verstehen. Ich hoffe mal, dass wir den Schatten nicht zu Gesicht bekommen. Okay, im Wasser ist nichts. Außer ein Fisch. Irgendwas hat er gerade geblubbert, was mir ganz und gar nicht gefällt. Aber okay. Ich schaue erstmal Richtung Eingang. Ah, super. Da wäre es hochgegangen. So. Habe ich nicht gesehen. Noch ein Stück, komm. Wir schaffen das. Komm. Ich spam. Wir waren doch gerade schon mal so weit oben. Nee. Eine Brücke muss heruntergelassen werden, um fortzufahren. Kurbel. Ja, jetzt ist die Frage, wo? Lass mich bloß in Ruhe, egal was da ist. Komm schon, du kommst doch da hoch. Ich will mich hier irgendwie hochbacken. Dann brauche ich das nämlich nicht machen. Das sieht mir doch hier so prädestiniert dafür aus. Komm schon. Nein. Funktioniert leider nicht. Wie muss ich die runterlassen? Sieht aus,
Was als Keime die von oben? But I don't know where it is above us. Wenn die rostig ist, musst du einmal bloß ein paar Mal draufhauen. Das geht doch. Komm schon. Dann nicht. Oh, kann ich einen Stein schmeißen? Ah, das könnte klappen. Sag ich doch. Und hab. Und nochmal. Ja, da ist eine Tür. Sie rührt sich nicht. Und der letzte Brief. 9th of August, 1839. It is still early, and Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow. It might be the beginning of something truly extraordinary. Möglicherweise. Und wie auch beim letzten Mal geht hier alles aus. Wie viel haben wir noch drin? Ein bisschen. Okay. So, wir wollen doch nur zurück zur Zisterne. Der Zweck des inneren Heiligtums war es immer gewesen, die Kugel zu studieren und eine Möglichkeit zu finden, ihre Macht zu kontrollieren. Er war sich dessen allerdings noch nicht bewusst. Kann ich das Ding jetzt bewegen? Gehen noch mal nach unten. Und mal da rein. Da müsste jetzt das Wasser weg sein. Ach du Heilige. Da können wir nicht rein. Die Tür dürfte sich auch nicht bewegen. Nee. Gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als nochmal in den Steuerraum zu gehen und zu hoffen, dass sich da was ändert. Vielleicht müssen wir aber auch den hier ganz nach oben ziehen. Höher, höher, höher. Muss angehoben werden. Tut sich gar nichts. Ich vermute mal im Steuerraum. Damit kann man es ja steuern. Ja.
Der rote Fleck erschien plötzlich an den Wänden, als würden sie bluten. Er schrie voller Angst, als das Spektakel begann. Steckt fest, steckt fest, steckt fest. Hier wird es nicht anders sein. Steckt fest, steckt fest. Ich glaube auch nicht, dass wir hier drin was machen müssen noch. Es müsste eigentlich fertig sein. Steckt fest. Ja, ist auch. Ah, nee. Ich glaube, jetzt könnte es gehen. Weil, warum hätte das sonst locker sein sollen? Oder der Entwickler hat vergessen, dass es dann nicht weitergehen soll. Hat alle anderen abgesperrt, aber den vergessen. Alexander musste uns eine Möglichkeit geben, um das Ritual zu beenden, bevor es zu spät war. Er musste seinen Freund zeigen, wie man die Lebensessenz gewinnen konnte. So viel war sicher. Das war wohl nicht die Lösung. Gut, dann schauen wir nochmal. Weil nach unten kommen wir auch noch nicht. Oder haben wir irgendwas, mit dem wir unseren Atem schützen können? Nee. Dass es vielleicht wegen der Tür hängt? Glaube ich ehrlich gesagt eher nicht. So, ich teste nochmal, ob das geht. Nee. Komisch, komisch. Steckt fest, steckt fest. Der auch. Der auch. Willst du mich verscheißern? Nee, die kann ich ja nicht mit rausnehmen. Sonst hätte ich da vielleicht was draufgeschmissen. So, Tür machen wir wieder zu. Wie soll ich die Brücke anheben, wenn ich im Steuerraum nichts machen kann? Aber auch hier draußen nicht. Ich kann hier nichts bewegen. Ich komme nicht weiter nach rechts, ich komme auch nicht weiter nach unten. Kann ich das noch weiter nach unten bringen? Nee. Die Brücke muss angehoben werden. But how?
Ich kann sie doch hochdrücken. Halt dich fest. Ich probiere mal die Kurbel da hinten. Nein. 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 Da muss irgendwas sein, was ich übersehen habe. Ist das eine Idee? Oder ist das keine Idee? Klappt leider nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Schauen, ob das funktioniert. Bam. Es bleibt doch oben. Haben wir noch mehr? Würde mich wundern, wenn der auf der anderen Seite wieder runterfällt. Aber das ist zumindest eine coole Idee. Ob sie funktioniert? Ich glaube eher weniger. Ja, so viel dazu. Es hat also doch funktioniert. Super. Das war eigentlich nur eine dumme Idee, aber es hat funktioniert. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und die Leichenhalle, der Name gefällt mir überhaupt nicht. Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. It has? For now. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. Mir würde das überhaupt nicht gefallen, da durchzulatschen. Ja, ich mag keine Leichenhallen. Aber solange hier nur Knochen liegen. What happened? Why are all these dead? Where am I? What's happening? Help! Anybody! Help! Ich frage mich dann teilweise, von wem diese Rückblenden dann sind. 3 days now. This is ridiculous. Why doesn't someone come to this room? Hey! Anybody? Am I all alone here? Help! Help! I'm so tired. If I sleep, will I wake from this nightmare? If not, I pray my heavenly Father will take me in my sleep. Pack das Ding ein. Und das Ding da oben auch. Also hier möchte ich nicht übernachten. Schon gar nicht freiwillig.
Es wird irgendwie dünkler. Gefällt das hier überhaupt nicht. Mir gefällt das nicht. Überhaupt nicht. Guten Tag. Denn sein Schniedel hängt noch dran. I hear you breathing, Daniel. Do you hear me? Have you changed your mind? Kann ich den ärgern? Kann ich den ein bisschen abschneiden, alles? Nee. Ist es vielleicht auch besser so. Der Impfstoff, der es meinen Männern ermöglicht, in der pilzverseuchten Kanalisation zu arbeiten, brauchen wir, ist ein voller Erfolg. Leider haben nur einige der Bediensteten das Mittel erhalten, dass sich die Prozedur als schwierig erwies. Die anderen werden umkommen und schließlich werde ich mehr von ihnen erschaffen müssen, um meine Experimente weiterführen zu können. Eine Spritze geimpften Blutes wirkt lange genug als Schutzschild, um die Kanalisation ohne Infektionsrisiko zu durchqueren. Das genügt zum Gefangenentransport. Also brauchen wir eine Spritze. Gut, wir haben eine Spritze. Ich mache schon wieder falsch rum auf. Erst unten, dann das darüber. Schön. Ich fürchte um Daniel. Er ist so leichtsinnig. Er ist vom sich nahenden Schatten verunreinigt und wird das Tor nicht durchschreiten können. Werde das akzeptieren können? Mein Lieber, ich habe das Böse in ihm gesehen. Wie soll ich ihm die Wahrheit anvertrauen können? Welche Ironie, dass ich ihm das Gleiche antun muss, wie Agrippa mir. Kann ich da... Es dringt nicht in den Schädel ein. I. So, Spritze. Ah. Wie das aussieht, ey. Ich will mich hier eigentlich gar nicht mehr umsehen. Oh Gott. So. Wenn's weiter nichts ist, ne? Alter. Der Typ hat ein paar Hobbys gehabt. Ich glaube, er hat mich gehört. Pfui, Teufel. Ich will dazu eigentlich gar nichts sagen. Ist nicht nett. Nicht nett und nicht schön. Oh oh. Ich gucke auf die Uhr. Ah, das können wir jetzt in der Folge leider nicht mehr angucken. Das ist jetzt ein bisschen blöde gelaufen, ne? Das heißt, wir gucken uns das in der nächsten Folge an. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Und lass mir bitte ein Like und einen Kommentar. Und ja, bis morgen. Tschüss.